Halleluja. Ja, also Gemeinschaft. Mich beschäftigt das ja schon länger und was für mich eigentlich so ein Startpunkt war, um mich dann weiter innezudenken, waren die Predigtserie vom Hansjörg über die vierfache Koinonia. Und zwar haben wir in den Philipperbrief geschaut, wo der Paulus eben schreibt über Gemeinschaft, über ganz vieles anderes auch, aber wo es eben so stark um Gemeinschaft gibt und ganz unterschiedliche Formen von der Gemeinschaft. Und das habe ich die letzten Wochen habe ich das immer wieder gelesen und man dachte, sehr spannend, sehr spannend. Ich glaube, genau da liegt das Geheimnis, wie unsere Häuser müssten aussehen, wie das aussehen müsste, wenn Jünger zusammenkommen und wie das aussehen müsste, eine Struktur, die eben auch verheben wird, wenn wir nicht hier dürfen sein für eine Weile lang, sondern einfach eben Jünger unterwegs. Und was ganz wichtig ist, natürlich, ein Haus. Sag das mal, das Haus besteht eben aus Jüngern. Sie sind verbindlich. Manchmal wünschen wir uns ja einfach, das passiert so einfach. Sagen wir, das passiert dann einfach. Ich glaube nicht, dass es einfach passiert, sondern es braucht eine Verbindlichkeit. Das sind Jünger, die wirklich sich schon das Ziel gesetzt haben, wir wollen eben Jesus nachfolgen, wo eben das Trankopfer sind, wo sich angegeben haben. Jesus sagt ja auch, ich wünschte mir, ich bin gestorben, damit die, für die ich gestorben bin, für mich leben und nicht mehr für sich selber leben. Und genau das sind eben Jünger, die unterwegs sind als Jünger und sie sind verbindlich miteinander unterwegs. Das heißt, die treffen sich regelmäßig. Das passiert eben, das ist nicht, wir schauen mal, was passiert, sondern sie sind wirklich verbindlich mit dabei. Und ich versuche jetzt das mal so ein bisschen vorsichtig vorzeichnen. Wer gehört zu so einem Haus? Also ich glaube, zum Allerwichtigsten ist eben mal, dass man ein Haus braucht Eltern. Die machen wir mal hier rein. Also ich sage mal jetzt einen Vater und eine Mami. Das sind die Hauseltern. Und das sind, sage ich mal, Minimum erfahrene oder schon ein bisschen gereifte Youngsters. Also die sind wirklich schon eine Weile unterwegs mit Jesus, die sind schon in der Jünger unterwegs, die sind schon Mentoren, die wissen, wie taufen und alles. Das muss nicht unbedingt das Ehepaar sein oder das muss nicht unbedingt ein Mann oder eine Frau sein. Das können auch zwei einfach stronge Girls sein, wie jetzt ein Jasmina oder ein Valentina oder wie ein Johann und ein ich weiß nicht, wer wohnt da noch, Manuel, die einfach sagen, ja, wir stehen so zusammen. Genau, aber sie sind wirklich die sagen, hey, wir übernehmen die Verantwortung. Wir sind schon gereift, wir haben schon eine Struktur, wir haben das Herz offen, wir öffnen auch unser Haus und wir würden die bemerkt sehen. Und die sind verbunden mit ganz vielen anderen Jüngern, die sich eben mit ihnen da gruppiert haben. Und da sind zum Beispiel, das ist alles ein blöd, he? Ist da zum Beispiel nochmal ein Youngster, der wird schon gementort hier von ihm. Und das Mami ist auch noch, das hat noch ein Baby, wo sie am Mentoren ist. Ups. Das bräuchte ich auch. Dann danach bunte Finger, macht aber nichts. Haben wir noch ein Baby, wo wir hier haben, ein Youngster. Der ist auch schon wieder jemand am Mentoren, ist nochmal ein Baby. Da hat es noch ein Ehepaar zum Beispiel. Da ist jemand ein Youngster und jemand ist ein Baby. Die werden von denen nochmal gementort, sind da unterwegs. Und dann hat es noch so einen freien Vogel. Ist eben auch noch hier im Mentoring. Und das ist eben der einfach immer schon sich nach außen streckt. Der hat eben da schon wieder einfach Beziehungen von Leuten, die einfach, ich sage mal, Suchende, ja? Der Suchende gehört noch nicht ins Haus, ist eben noch kein Jünger, aber der ist eben gleich, weißt, der Youngster ist voll dran an dem Suchenden. Also die sind so unterwegs. Und was hebt die jetzt zusammen? Also eben, das ist natürlich, ist erst einmal das sagen, wir wollen zusammen, aber was sind jetzt diese vierfache Koinonia, wie passiert die? Und ganz wichtig, was wir eben auch gemerkt haben, der Hansjörg hat das ja aufgeschlüsselt im Philipperbrief und was der Paulus eben auch als allererstes sagt, ganz wirklich im Kapitel 1, wo er sagt, ich freue mich so, weil
Wisst ihr, was er sagt dort? Weil wir so eins sind im Evangelium, genau. Das ist die Gemeinschaft am Evangelium. Das heißt, die Leute, die sind am Zeugnis geben, die sind am Predigen, am Evangelium verkündigen, die sind am Taufen, wenn sich das dann ergibt. So mega schön. Da die heilen und befreien. Und was natürlich auch sein kann, das ganz Coolste, die senden aus. Weil irgendwann wird das Haus ja auch zu groß. Ich würde sagen, eben das Haus ist, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ist schon relativ groß. Das Haus kann auch, das kann man mit 2, 3 Leuten starten. Genau, und dann wächst es und irgendwann merkt man, dann braucht es vielleicht was anderes. Aber das Evangelium und das Schöne ist eben, dadurch, dass sie gesagt haben, hey, das ist uns so wichtig, wir haben den Auftrag von Jesus, der lebt in uns, der ist einfach, wir können gar nicht anders, schweißt sie das einfach zusammen. Das Evangelium hebt die zusammen. Und das kann eben sein, dass du in den Häusern, da kann es sein, dass du Leute hast wie ein Luis oder ein Carmen, die sind immer auf der Straße, also das. Aber es gibt eben auch Häuser, die sind vielleicht nicht ganz so extrovertiert, aber die gehen auf die Knie und sagen, hey, die Gemeinschaft wollen wir auch. Und wir sind nicht, und wir sind noch ein bisschen am Stressen damit, auf die Straße gehen, aber die gehen auf die Knie. Und auf einmal wächst in ihre Herzen was. Und auf einmal sehen die überall Möglichkeiten, wo sie sind, wenn sie im Tram sind und wenn sie am Einkaufen sind und wenn sie irgendwo im Restaurant sind, wenn sie es nur dürfen, dann fangen die an reden und geben einfach Zeugnis. Oder sie beten für jemanden. Also das kann ganz unterschiedlich alt sein, aber sie haben Gemeinschaft am Evangelium. Jetzt gibt es natürlich noch eine zweite Gemeinschaft und die wissen da vielleicht auch noch. Was ist die nächste Gemeinschaft? Wer weiß noch? Ja, ja. Im Geist, genau. Gemeinschaft im Geist. Gemeinschaft im Geist. Und was passiert hier? Das ist das, wo man natürlich eben, wir sind am Betten, das habe ich vorher schon gesagt. Gebet. Das ist der Worship, ob mit Gesang oder ohne. Da fließt das Prophetische. Wir erzählen und wir trainieren uns im Wort. Wir lesen zusammen die Bibel, wir knacken das. Also das ist wirklich die Connection. Jeder Jünger hat ja schon seine Connection mit Gott. Das ist ja unsere erste Disziplin, oder? Wir sind bei Jesus. Aber das Gemeinsame, das gibt eine extreme Kraft. Und je mehr wir das lachen, ich weiß, hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, oder bist mit jemandem zusammen am Betten, das schweißt dich einfach zusammen. Die Gemeinschaft wird viel stärker, einfach weil die Gemeinschaft am Geist da ist. Und das hebt dich wieder zusammen. Das gibt eine ganz gewaltige Ladung. Und dann haben wir natürlich nochmal was, haben wir jetzt eben auch schon gehört, habe ich vorher schon rufen gehört. Eine nächste Gemeinschaft und das ist das Leiden, genau. Oh, er gibt den Geist auf. Das haben wir jetzt ganz bisschen erlebt, Anfang Jahr eben auch ging schon fast in Richtung Verfolgung. Das ist das, was wahrscheinlich mehr zunehmen wird, oder? Wo sich manche jetzt eben auch schon verfolgt fühlen mit den ganzen Corona Einschränkungen, die wir haben. Aber das wird mehr werden. Und ich habe jetzt erst neulich ein Buch gelesen von jemandem, der über verfolgte Christen schreibt und der sagt so, hey, also das ist jetzt ein absolutes Muss. Weil wenn unser Evangelium so schwach ist, wenn wir das Evangelium verkünden, wo sich niemand dagegen aufbäumt und Satan eben auch gar nicht schadet, dann ist es nicht das wahre Evangelium. Aber wenn wir anfangen, das wahre Evangelium verkünden, wird das kommen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Leiden. Eben, wir sind zusammen gegen ein komisches Virus, gegen Krankheiten. Es kann eben auch sein, dass bei mir ist mein Vater gestorben und ich habe wirklich Gemeinschaft im Leiden gehabt. Meine Geschwister haben Mitglieder mit mir. Also Verlust schreibe ich mal.
Oder wir verlieren, viele haben von uns auch Freunde verloren Anfang des Jahres, oder? Das ist Verlust und das ist ein gemeinsames Leiden. Und wenn wir das zusammen machen und eben nicht allein uns zurückziehen, dann gibt es eine enorme Kraft und das schweißt uns zusammen. Und die Gemeinschaft wird immer noch stärker. Und dann ist das, wo wir manchmal sonst eben, glaube ich, ganz am Anfang gestellt haben, ist eben ganz selbstverständlich, weil was ist die letzte Gemeinschaft, die jetzt noch fehlt? Geben und nehmen, genau. Das ist das mega Coole. Das sind die ganz einfachen Sachen. Wir essen zusammen, oder? Wir unterstützen, wenn jemand in Not ist, also helfen. Wir zügeln mit, wenn jemand auch Finanzen braucht, unterstützen wir den. Das ist da so. Genau, wir sagen einfach, wir sind da gemeinsam mit dabei, aber wir feiern auch zusammen. Ja, da entstehen ganz dicke Freundschaften. Also das ist wirklich, wir teilen das Leben. Und durch all das, was eben hier schon passiert ist, werden die Beziehungen vertieft. Und das gibt jetzt wirklich eine extrem krasse Superladung. Weil die Gemeinschaft, die kann niemand mehr kaputt machen. Wer will die kaputt machen? Das ist eine vierfache Gemeinschaft. Lustig, sonst sind wir 3, das sind 4. Aber das macht wirklich mega stark. Und da entstehen Freundschaften, wo, glaube ich, ganz viele sich eben danach sehnen und sagen, hey, weißt du, das möchte ich, wirklich näher zusammenkommen. Und ich glaube, es ist ein riesiges Geheimnis, wenn wir eben wirklich sagen, hey, wir starten da. Wir sind auch im Geist zusammen. Wir leiden zusammen, durch dick und dünn gehen wir und wir geben und nehmen. Wir teilen wirklich unser Leben. Oh, naja, gut. Sicher noch verbesserungsfähig. Ja, das sind die Häuser. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wo wir einzelne Sachen ausprobieren werden. Und wir einfach mal die zusammenrufen, die sagen, hey, genau, wo der Feuer fangen und sagen, ich will das auch probieren. Und wir werden euch unterstützen in dem. Und ich weiß, es wird in jedem Haus ein bisschen anders aussehen. Das ist auch das Gewaltige, dass Gott nicht einfach sagt, so und so und so, sondern wir werden euch unterstützen, dass die 4 Koinonias wirklich lebendig werden können und dass das eine wirklich sehr, sehr starke Gemeinschaft gibt. Genau, mal soweit.